إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. غازت الآثام لحمي ثم عظمي والعروق، كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا. أجهدت سيارتي من شدة زحف طريقا. يا رفيق الدرب مهما كنت فزا لن تفوقا. الجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا. دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا. غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Wir werden inshallah heute eines der wichtigsten Themen unseres Jahrhunderts besprechen. Das wichtigste Thema unseres Jahrhunderts. In den letzten vergangenen 100 Jahren gab es kein wichtiges Ereignis in der islamischen Geschichte, die die Umma so getroffen hat, wie dieses Thema, was wir heute besprechen werden. Nämlich, es geht um eine Person. Ihr kennt sie alle, ihr kennt ihn alle. Es geht um Mustafa Kemal Atatürk. Wobei unser Vortrag lauten wird, die Angriffe Kemal Atatürks auf den Islam. Vorerst möchte ich sagen, Atatürk heißt der Vater der Türken. Das ist ein Name, Atatürk, den er sich selber gegeben hat, der Ahnen der Türken, was nicht stimmt. Er ist niemals Atatürk und er ist niemals der Ahnen der Türken. Wenn von den Türken jemand der Ahne wäre, dann wäre das Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, der in Malazgirt reingelaufen ist, oder Sultan Beyazıt, oder Kanuni Sultan Süleyman, oder Yavuz Sultan Selim, oder Abdülhamid, oder was weiß ich für Leute. Das sind die Ahnen, das sind die Väter der Türken. Aber es kann nicht jemand ein Vater der Türken sein, oder ein Atatürk sein, der erst 1880 geboren ist
und dessen Eltern bis heute noch unbekannt sind. Das wollen wir nochmal vorerst einblenden oder beziehungsweise erwähnen, weil wir werden den Namen Kemal Atatürk immer wieder benutzen. Weil Leute kennen ihn immer unter Atatürk, deswegen werden wir den Namen Kemal Atatürk immer benutzen. Wie gesagt, das Thema lautet inshallah, die Angriffe Kemal Atatürks auf den Islam. Die Angriffe Kemal Atatürks auf den Islam. Einige Leute, die werden sagen, und die haben gesagt, ja, sagen sie, was redet ihr über gestorbene Menschen, über verstorbene Menschen? Er ist tot und er hat das erreicht, was er vorausgeschickt hat. Das ist auch ein Hadith des Propheten. Der Prophet sagt, La tasubbul amwat, schimpft nicht hinter den Toten, denn sie haben das erreicht, was sie vorausgeschickt haben. Ja, das stimmt. Wir schimpfen nicht hinter den Toten. Wir schimpfen nicht hinter den Toten. Und wir reden nicht diesbezüglich immer, beziehungsweise hinter einem Toten her. Aber wir dürfen nicht vergessen, um ein Gleichgewicht zu halten, der Koran redet auch hinter Toten her. Nämlich hinter Firaun und hinter Abu Lahab. Obwohl Abu Lahab und Firaun oder Nemrut gestorben sind, nimmt der Koran sie, nimmt Allah subhanahu wa ta'ala sie und thematisiert sie. Aber er thematisiert sie nicht aufgrund ihrer Person, wie sie sind, was sie sind, sondern was sie für einen Schaden gemacht haben. Und diesbezüglich ist es auch wichtig für die Muslime heute über Kemal Atatürk zu reden. Weil, stimmt, seine Person ist gestorben am 10. November 1938 ist er gestorben. Aber das System, was er aufgebaut hat, der Kemalismus, wird heute in seinem Namen noch weiter agieren. Er wird weiter bestehen. Und die Leute, die in der Türkei die Muslime unterdrücken die Muslime in seinem Namen. Leute, die im Parlament agieren, müssen in seinem Namen agieren. Und müssen sich an seine Revolutionen halten, die er gemacht hat, gegen den Islam. Und das wollte ich auch nochmal erwähnen. Leute sollen auch jetzt nicht denken, okay, ich bin jetzt ein Araber, ich bin jetzt ein Bosnier. Atatürk ist ein Thema, was die Türken und die Kurden betrifft, die türkischen Grenzen betrifft. Und das bindet ein Araber oder ein Deutschmuslim nicht. Das stimmt nicht. Die Sachen, die Atatürk gemacht hat, die Mustafa Kemal gemacht hat, haben die ganze Ummati Mohammed beeinflusst. Und beeinflussen sie heute uns auch noch. Das, was er gemacht hat. Deswegen ist es wichtig und eine Notwendigkeit, diesen Mann zu thematisieren und ihm zu erklären, was dieser Mann gemacht hat. Weil es ist nicht nur ein Mann, es ist ein System, der Kemalismus. Genau wie der Leninismus, der Hitler, Mao, Stalin, alles. Es ist ein System, ein säkulares und fast ein kommunistisches System. Auf der anderen Seite, was unsere Geschwister im Islam inshallah sehr, sehr gut beachten müssen und was ich wirklich leider nicht sehe. Ihr dürft niemals in eine Ebene der Beleidigung kommen. Ihr dürft keinen beleidigen. Ich sehe viele Brüder und Schwestern, die fangen dann an, diesen Mann, Atatürk oder andere Ungläubige, richtig zu beleidigen. Und das ist im Islam verboten. Das ist im Islam verboten. Ihr dürft ihn nicht beleidigen. Ihr müsst ihn kritisieren. Kritisieren ja, aber nicht beleidigen von Vater bis Mutter und was weiß ich, was gar kein im Islam ein Niveau hat und was selbst verboten ist im Islam. Denn ihr wisst, im Koran steht geschrieben, beleidigt nicht ihre Götter, damit sie euren Gott nicht beleidigen. Das ist im Tebli was sehr Wichtiges. Niemals auf sie schimpfen, beleidigen, damit sie nicht Allah beleidigen. Und daher müssen wir dieses Gleichgewicht halten. Wir müssen diesen Mann thematisieren, der Menschheit erklären, den Muslimen erklären, was er gemacht hat, aber niemals in die Phase der Beleidigung reinkommen. Weil mit Beleidigung tut ihr nichts befriedigen, außer euer eigenes Ego. Und das ist im Islam verboten. Ich habe in vielen Foren gesehen im Internet, dass Leute ihn mit Hurensohn beleidigen.
Das dürft ihr nicht. Auch wenn er es ist, ihr hättet es auch sein können. Dass euer Mutter eine Hure oder der Vater ein Zuhälter ist nicht eine Sache, die ihr euch entscheidet. Das ist eine Takdir, eine Qadar von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist denn, wenn es bei euch so gewesen wäre? Aber warum gibt es einige Muslime, Alhamdulillah, die beweisen zum Beispiel, dass Atatürk keinen Vater hat? Zum Beispiel wie dieses Buch auf Türkisch. Wer ist der Vater von Mustafa Kemal? Das ist nichts es gibt nur einen Grund dafür. Nicht um ihn mit Vater und Mutter und was weiß ich, Hurensohn, um Gottes Willen zu beleidigen. Nein! Das ist deswegen geschrieben, um zu sagen, guck mal, ihr sagt, es ist der Vater der Türken, der Ahnen der Türken. Der Vater ist noch niemals von ihr. Von ihm ist noch niemals liegt fest. Wie kann jemand euer Ahne, euer Vater, euer Atta sein, dessen Vater noch heute noch nicht, der heute sogar unbekannt ist? Aufgrund dessen wurde das Buch geschrieben. Und nicht, um zu sagen, der Atatürk ist ja was weiß ich für ein Sohn oder was. Das passt bitte auf sowas auf. Und vergesst nicht diesen Zweck dieses Buches. Ich möchte mich kurz fassen. Um mich kurz zu fassen, möchte ich alles inshallah in diesen Vortrag reinbringen, was dieser Mann gegen uns alle gemacht hat. Gegen die Muslime allesamt, Türken, Kurden, Araber, was weiß ich. Und auch die Muslime hier in Europa. Leute, hätte dieser Mann unser Land gerettet, warum leben dann heute 5 Millionen Türken hier in Deutschland? Das Thema lautet, wie gesagt, die Angriffe Kemal Atatürks auf den Islam. Das ist die Überschrift. Und ich fange an, inshallah stichpunktartig, diese Sachen zu sagen. Und ihr werdet im Hintergrund, inshallah, zu einigen Themen die Bilder dazu sehen. Was dieser Mann gemacht hat. Aber nur einige Bilder. Es kommen noch mehrere Bilder aus den Archiven raus, aus den osmanischen Archiven seit den letzten 2-3 Jahren. Erstens, er hat das Kalifat abgeschafft. Normalerweise, dieser Punkt reicht. Er hat das Kalifat abgeschafft. Man kann auch sagen, er hat den Kopf der Muslime abgehackt. Weil der Kopf der Muslime, was das leitet, Bakanlık, ist Hilafet Makam. Und er hat das Kalifat abgeschafft und hat somit eine Axt auf den Kopf der Muslime gemacht, so dass die Muslime führungslos geblieben sind. Seit wann gibt es diese Führung, was er abgeschafft hat? 1924? Seit dem Toten des Propheten a.s., was Abu Bakr in Medina gegründet hat. Und dann durch die 4 rechtmäßigen Kalifen, dann durch die Umayyaden, Abbasiden, Memluken, Fatimiten, Seldschuken, Osmanen weitergeführt hat, bis zu dem Tag an, am 3. März 1924, bis er, Kemal Atatürk, das islamische Kalifat abgeschafft hat. Und somit betrifft dieses Thema Kemal Atatürks Angriffe auf den Islam nicht nur die Türken, die Kurden, die Araber, sondern die ganzen Muslime allesamt. Nicht nur die Muslime, sondern auch die Nicht-Muslime. Denn vergesst nicht eins, es gab auf dieser Weltkarte gab es große Reiche. Das Römische Reich ist zusammengefallen, das Persische Reich ist zusammengefallen, viele Reiche sind zusammengefallen. Aber immer wenn ein Reich zusammengefallen ist, ist der Schaden für dieses Reich geblieben. Immer wenn ein Reich, ein Imperium zusammengefallen ist, ist dieser Schaden für dieses Imperium selbst geblieben. Aber der Fall des islamischen Kalifats, des Osmanischen Reiches, hat der ganze Welt Schaden gefügt. Nachdem das Osmanische Reich zusammengefallen ist, ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, der Kalte Krieg ausgebrochen. Die Kriege, die in Bosnien-Herzegowina passiert sind, ist der Verlust des Osmanischen Reiches, des Kalifats. Die Kriege, die heute in Afghanistan, im Jemen, im Irak, in Nordafrika und woanders oder Tschetschenien, in der ganzen islamischen Welt passieren, ist seit diesem Tag. Seit das Osmanische Kalifat abgeschafft worden ist, durch diesen Mann. Die Stelle in der Verfassung, in der türkischen Verfassung, die Religion des Staates ist der Islam, wurde abgeschafft. Es gab in der Verfassung eine Stelle und das hieß, die Religion des Staates ist der Islam. Auf Türkisch, in der Verfassung ist das,
devletin dini, dini İslam'dır. Und Atatürk hat das abgeschafft. Was ist damit passiert? Dini aldılar, die haben die Religion rausgezogen ve dinsiz bir devlet oldu. Das sagen sie selber. Artık Türkiye'nin dininin, devletinin bir dini kalmadı. Der türkische Staat hat keine Religion mehr. Dieses Paragraph, die Religion des Staates ist der Islam, haben sie rausgeholt. Das Amt des Sheikhul Islam, wer ist Sheikhul Islam? Des obersten islamischen Richters wurde abgeschafft. Das Erbschaftsrecht nach dem Islam wurde geändert. Die religiöse Trauung, Nikah, wurde verboten und nicht anerkannt. Die Iddet, was ist Iddet? Die Wartezeit für eine geschiedene Frau von 4 Monaten und 10 Tagen wurde aberkannt. Im Koran wisst ihr, wenn eine Frau sich geschieden hat, muss man 4 Monate und 10 Tage warten, um wieder neu heiraten zu können. Das wurde aberkannt. Das Kopftuchtragen der Frau trat man entgegen. Bis heute. Das Kopftuch ist in der Türkei immer noch eine Unterfunktion. Es ist eine Unterfunktion. Es wird immer, man sagt immer in Deutschland, in der Türkei muss man Kopftuch tragen. Leute, in der Türkei ist Kopftuch verboten in den Schulen. Und obwohl die heute sagen, ja, Tayyip, Erdogan, hat er das durchkriegen können? Hat er das Kopftuchverbot aufheben können? Nein, vielleicht an privaten Schulen. Die Polygamie wurde verboten, die Mehrehe wurde verboten im Islam. Dazu hat das dann geführt, dass die Vielehe verboten hat, dass viele Frauen in die Frauenhäuser gekommen sind und auf den Strich gelandet sind. Die Eidleistung, das Yemin im Parlament oder woanders, die Loyalitätserklärung wurde nicht mehr im Namen Allahs gemacht. Die Beschneidung bei den Männern, Sünnet etmek, wurde erst verboten, später jedoch wieder erlaubt. Als Atatürk das gegründet hat, wurde das Beschneiden für die Männer verboten. Der Esan wurde auf Türkisch gelesen. Der Esan wurde in der Türkei fast 18 Jahre auf Türkisch gelesen. Und der Koran wurde auf Arabisch verboten zu lesen. Das ist kein Spaß. Fragt eure Omas, fragt nicht mich, fragt eure Omas, die gelebt haben. Meine Mutter, obwohl sie mit dem Islam nichts zu tun hat, sie sagt sogar, ihre Mutter hat ihr erzählt, wie sie den Koran auf den Bäumen gelesen haben, Elif B gelernt haben. Und wenn die Gendarmen, die Askerier, die Soldaten kamen, haben sie von Weitem gerufen, Askerier kommt, hört auf, Koran zu lesen. Informiert euch deswegen bitte auch. Deswegen gebe ich euch nur die Stichpunkte weiter. Die Information für euch liegt bei euch selber. Diese Information bekommt ihr heute überall. Aber inshallah, wir blenden das auch ein mit dem Esan jetzt, wo das auf Türkisch gelesen wird. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı uludur, Tanrı uludur. An der Stelle der Scharia, der islamischen Gesetze, kamen die Gesetze Europas. Von Deutschland, von Frankreich und von der Schweiz vor allem. Und von Italien. Mussolini-Gesetze kamen hier ein. Diktatorengesetze kamen. Von der militärischen Fahne, von der Fahne der Askerier, wurde das Wort La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah abgeschafft. Im Osmanischen Reich gab es auf der Askerier-Fahne, auf der Militärfahne immer diesen Spruch La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wofür wir leben und wofür wir kämpfen und wofür wir sterben. Und das hat Kemal Atatürk abgeschafft.
In den Schulen wurde der Islamunterricht von dem Schulprogramm entfernt. Komplett. Die islamischen Organisationen wurden verboten. Tarikatlar vor allem. Die Hagia Sophia wurde in ein Museum verwandelt. Die Hagia Sophia wurde in ein Museum verwandelt. Und heute kämpfen viele Muslime sich bürokratisch durch, um diese Gebäude wieder zu einer Moschee umzuwandeln. Ich komme ja aus Istanbul. Wenn ich mit meiner Tante immer oben rumlaufe, die mit dem Islam auch nichts zu tun hat, dann sagt sie immer zu mir, in Istanbul gibt es über 5000 Moscheen. Das stimmt, in Istanbul gibt es über 5000 Moscheen. Was wollt ihr mit dieser Hagia Sophia? Ob das jetzt ein Museum ist oder nicht, ist doch egal. Guck mal, da gegenüber ist doch die Sultan Ahmed Moschee. Leute, die Hagia Sophia ist nicht nur eine Moschee. Die Hagia Sophia, die Hagia Sophia auf Deutsch, ist ein Symbol der Eroberung Istanbuls. Und wer hat die Eroberung Istanbuls vorausprophezeit? Rasulullah a.s. Was sagt er in Medina? 800 Jahre bevor Istanbul erobert wird. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. Und daraufhin ist nach dem Tod des Propheten, zur Zeit von Muawiyah, sind die ersten Schlachten Richtung Istanbul gegangen. Und über 40 Sahabis liegen heute in Istanbul begraben. Sahabis, die an den Knien des Propheten den Islam gelernt haben. Darunter gehört Khalid ibn Zayd al-Ansari radiallahu anh, bekannt bei den Türken durch Abu Ayyub al-Ansar. Und als Fatih Sultan Mehmed radiallahu anh nach christlicher Zeichenrechnung 1453 am 29. Mai Istanbul erobert hat, hat er diese Moschee, was eine Kirche gewesen war, zur Moschee umgewandelt und hat das als Symbolik der Eroberung gemacht. Und er hat gesagt, da steht heute noch geschrieben, diese Moschee wird bis zum Tage des jüngsten Gerichts, bis Qiyamah, zur Moschee bleiben. Und diejenigen aber, die diese Moschee aus ihren Fundamenten nehmen, das heißt diejenigen, die diese Moschee zu was anderem umwandeln, von Allah, von den Engeln und von den Fluchenden, der Fluch soll auf ihm sein. 1935 hat Kemal Atatürk diese Moschee in ein Museum umgewandelt und ist somit der Verfluchung von Fatih Sultan Mehmed unterliegen. Also ihr dürft nicht sagen, Hagia Sophia ist eine Moschee, es gibt 5000. Und inshallah, wenn diese Moschee, wenn dieses Museum heute wieder zur Moschee kommt, dann haben wir inshallah unser Ziel erreicht. Weil die Griechen haben ein Dokument in der Hand. Und die Griechen sagen, wenn ihr diese Moschee, wenn ihr dieses Museum wieder in eine Moschee verwandelt, dann bringen wir das Dokument heraus, das zeigt, dass euer Atatürk beschlussmäßig von Selanik, Thessaloniki einen Beschluss hat, dass er der Sohn einer Hure ist. Deswegen sind in der Türkei Bundeskanzler, Minister gekommen und gegangen und alle haben gesagt, wir werden das umwandeln, aber keiner kann es schaffen. Warum? Weil dieses Dokument bei den Griechen ist. In den Moscheen wurde der Koranunterricht anfangs verboten, später jedoch erlaubt. In den Moscheen wurde der Koranunterricht verboten. Der Verkauf von Koranheften war am Anfang verboten, später wurde er erlaubt. Juzya. Die religiösen Anstalten außer den Moscheen wurden anfangs verschlossen. Die Medresse, was ist Medresse? Die islamischen Hochschulen, die islamischen Universitäten wurden verschlossen und sind bis heute verschlossen. Imam Hatib sind keine Medresse. Imam Hatib ist keine Medresse. Ihr könnt 200 Jahre in der Imam Hatib in der Türkei studieren, Islam, ihr werdet nicht Alim werden. Das Volk wurde gezwungen, einen Hut zu tragen. Und hier möchte ich mal kurz Stopp machen. Das Volk wurde gezwungen, einen Hut zu tragen. Dafür gibt es mehrere Bücher. Eins davon ist
Türk'ün başına gelen şapka meselesi. Türk'ün başına gelen şapka meselesi. Dieses Buch wurde zum Beispiel geschrieben von Sheikhul Islam Mustafa Sabri Efendi und vor einigen Jahren von den Muslimen in Köln übersetzt. Auf Türkisch natürlich, von Osmanisch. Dieses Buch. Türk'ün başına gelen şapka meselesi. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Hut, was ist denn ein Hut? In der Türkei sind über 1000 Leute wegen dem Hut aufgehangen worden. Unsere Symbolik, unsere Stolz ist der Turban bei den Männern. Der Turban. Atatürk hat den Turban verboten und hat den Hut, den Zylinder, den was die Engländer tragen, eingeführt. Und diejenigen, die das nicht praktiziert haben, die wurden aufgehangen. Und viele Gelehrten wurden mit ihren Turban zusammen aufgehangen. Tausende. An erster Stelle, merkt euch diesen Namen bitte, ist İskilipli Atıf Hoca. İskilipli Atıf Hoca radiyallahu anh. Der wurde aufgrund seines Sarıks wegen seines Turbans aufgehangen. Das Gesetz für den Turban kam 1925. İskilipli Atıf hat das Buch über, das heißt auf Türkisch Frank Mukallitli. Das heißt, Frank heißt eigentlich Frank, eigentlich Europäer. Und Mukallit heißt Taklit, nachahmen, das heißt den Europäern nachahmen. Und nannte dieses Buch Frank Mukallitli, mit dem Hut. Und er hat das Buch geschrieben, bevor das Gesetz kam, dass ein Zylinder getragen werden muss. Dass es Kufr ist, ein Zylinder zu tragen. Denn der Prophet sagt, Men teshabbaha min qawmin fahuwa minhum. Derjenige, der einem Volk ähnelt, ist einer von denen. Und İskilipli Atıf hat gesagt, derjenige, der das Turban vernachlässigt und trägt den Zylinder, ist ein Kafir. Ist auch richtig. So. Und 3-4 Jahre nachdem er das Buch geschrieben hat, kam jetzt das Gesetz. Er hat eigentlich gar keine Schuld nach dem kemalistischen Gesetz gemacht. Trotzdem haben sie ihn aufgehangen. Obwohl er eine Tat begangen hat, die zu der Zeit noch nicht schuld gewesen war. Und er lag im Gefängnis und saß eines Abends vor dem Kamin und hat seine Verteidigung geschrieben an den Richter. Er hat aber keinen Kompromiss gegeben, Tavis Vermine. Und ist bei der Verteidigung eingeschlafen. Eingeschlafen, als er die Verteidigung geschrieben hat für den nächsten Tag. In der Nacht, das berichten seine Leute, die mit ihm in Haft gesessen haben, kam der Prophet a.s. in seinen Traum. Und er hat gesagt, ja Atıf, ey Atıf, was machst du mit dieser Verteidigung rum? Schmeiß die weg. Möchtest du nicht zu mir kommen? Möchtest du nicht zu mir kommen? Bize kavuşmak istemiyor musun diyor. Als İskilipli Atıf radiyallahu anh frühmorgens aufgestanden ist, hat er die Verteidigung genommen und hat sie ins Kamin geworfen. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur? Am 4. Februar 1926 haben sie ihn aufgehangen. Nicht nur ihn aufgehangen, über tausende Leute haben sie aufgehangen. Das kemalistische Geschichte, das ist keine türkische Geschichte. Die kemalistische Geschichte ist eine Geschichte, die nach Blut riecht. Auf der Volkstribüne wurde ausgerufen, die Religion ist ein Gift, din zehirdir. Die islamische Scheidung wurde ungültig erklärt. Es wurde gesagt, wir brauchen noch 30 Jahre, um das religiöse Denken aus dem Herzen des Volkes zu verbannen. Das habe ich letztens im Original im Türkischen gelesen. Es wurde gesagt, alle religiösen und arabischen Bücher werden wir zusammentreiben und vernichten. Und das haben sie gemacht.
Es gab nicht nur eine Reichskristallnacht hier in Europa, es gab auch eine Reichskristallnacht bei uns. Die Pilgerfahrt, die Hadsch nach Mekka wurde verboten, später jedoch erlaubt. Am Anfang war sogar die Hadsch verboten. Und das sind keine Geschichten, die ich euch hier erzähle. Das ist auf unserem Boden in der Türkei passiert. Der Turban wurde verboten, jedoch später innerhalb der Moscheen erlaubt. Heute ist gesetzlich gesehen der Turban auf der Straße in der Türkei verboten. Gesetzlich gesehen. Und wisst ihr was? Wenn ihr in die Türkei geht und trifft euch mit den irgendwelchen Tarut-Ministern, dann fragt die mal, es gibt in der Türkei ein Hutgesetz, du musst einen Hut tragen. Das Gesetz gibt es heute auch. Du musst in der Türkei einen Zylinder tragen. Ein Zylinder. Dieses Zylinder, wo die Häschen rauskommen. Diesen Zylinder müsst ihr tragen. Und es ist Pflicht. Und diejenigen, die das nicht machen, begehen Schuld. Und das sind alle im Parlament. Alle im Parlament begehen nach türkischem Gesetz Schuld. Und wisst ihr was? Sie können das Gesetz nicht aufheben. Weil das Gesetz ist unantastbar. Es gibt einige Gesetze von Kemal Atatürk, die er erlassen hat. Darunter gehören zum Beispiel die ersten 3, 4 Gesetze der Türkei, der Verfassung. Darunter gehört eins der Laiklikyane. Ist unantastbar. Und eins von diesen unantastbaren Dingen ist das Hutgesetz. Das heißt, die Leute, die heute keinen Hut an der Türkei tragen, die begehen selber Schuld und eine Straftat. Aber sie können das nicht aufheben. Und keiner trägt heute in der Türkei. Wenn du heute in Istanbul oder in Mardin oder in Diyarbakır oder in Adana oder in Antep oder wo auch immer mit Zylinder auf der Straße rumläufst, da werden sie dir so machen, hast du eine Klatsche. Aber nach türkischem Gesetz ist das Pflicht. Denkt euch mal nach, was für Gesetze sie haben. Die Eheschließung der muslimischen Mädchen mit den Nichtmuslimen wurde erlaubt. Ferner wurde erlaubt, dass die Milchgeschwister und Milchmütter untereinander die Ehe eingehen dürfen. Ich wiederhole. Es wurde erlaubt, dass Milchgeschwister und Milchmütter untereinander die Ehe eingehen. Im Islam gibt es ein Gesetz, dass man mit seinem Milchbruder und mit seiner Milchschwester nicht heiraten darf. Was heißt das? Wenn eure Mutter einen Jungen, mesela ihr seid ein Mädchen und eure Mutter hat einen Jungen aus eurer Nachbarschaft gestillt, Milch gegeben, dann ist es nach islamischem Recht haram, mit ihm zu heiraten. Süt anne, süt kardeş diyor sonra. Und das ist ein islamisches Gesetz in der Scharia, es ist haram, mit ihm zu heiraten. Es gibt in den 4 Rechtsschulen Meinungsverschiedenheiten. Die einen sagen, du musst 3-mal dran Milch getrunken haben, dann erst. Die einen sagen, einmal reicht, die einen sagen, es muss ein halber Liter sein. Aber es spielt keine Rolle. Im Endeffekt, es ist haram. Und Atatürk hat dieses Gesetz aufgehoben. Nicht nur aufgehoben, und er sagt was ganz Interessantes zu diesem Gesetz, nachdem er das aufgehoben. Ben yoğurt ana, süt ana tanımam. Ich kenne keine Joghurt- und Muttermilch hier. Die Rufe Allahu Ekber wurden als verächtlich angesehen. Es wurde erlaubt, dass in den Zeitungen solche Artikel erscheinen durften, welche die Religionsgesetze und die Scharia und den Islam missachten und verachten. Der Islam wurde in den Zeitungen niedergeredet. Es gibt ein Bild, das werden wir euch einblenden. Da ist ein Mann mit einem Besen und er fegt die Leute mit den Turban und mit den Schalwars und mit den Jubbe, Jilbab und die Frau mit ihren Niqab weg und sagt, eine neue Zeit beginnt. Und das wurde in den Zeitungen zu jener Zeit veröffentlicht. Es wurde gebilligt und erlaubt, den ehrwürdigen Propheten Mohammed a.s. mit der Beschreibung zu beschimpfen, wie, hört zu, sie haben gesagt, das türkische Volk braucht niemals den Gesetzen zu folgen, die von einem nackten Araber erlassen worden sind. Das türkische Volk braucht niemals den Gesetzen zu folgen, die von einem nackten Araber erlassen worden sind. Türk milleti baldır bir çıplak Arap'ın vaaz ettiği kanunlara bağlı kalamaz. Und haben damit den Propheten in den Dreck gezogen. Das sind keine Geschichten, die hatten mir meine Oma, das sind Fakten, sind das. Ich zähle hier alle Sachen auf, oder die meisten Sachen auf. Leute, wenn ihr eine von diesen Sachen macht, ist das Kufr. Wenn ihr eine von diesen Sachen macht, seid ihr Kafir.
Ich zähle euch über 50 Sachen auf. Dem muslimischen Volk wurde diktiert zu sagen, wir brauchen den Gesetzen nicht mehr zu folgen, die aus dem Mittelalter stammen, die islamischen Gesetze. Bei jeder Gelegenheit wurden die Anhänger der Religion verachtet und viele getötet. Sogar die Turbane wurden um ihren Hals gebunden. Ich habe gesagt, İskilip Latif Hoca, Sheikh Said. Und ich muss auch mal nachdenken, die Namen. Erzurumlu Ibrahim Hakkı Efendi. Leute, es gibt einen Gelehrten, der heißt Hafiz Ali Reshad. Man sagt, er sei der letzte Kalif des Osmanischen Reiches. Ist aber nicht. Warum sagt man, Hafiz Ali Reshad sei der letzte Kalif? Denn er war der beste von 400 Schülern der Medrese Istanbul gewesen. Wenn Abdülhamid Effendi gestorben wäre und das Osmanische Reich hätte weitergeführt, wäre höchstwahrscheinlich Hafiz Ali Reshad Hoca der Kalif geworden. Der ist abgehauen aus der Türkei, nachdem Kemal Atatürk das Regime gegründet hat. Und er hat gesagt, allein in Konya wurden über 10.000 Leute aufgehangen. Allein in Konya wurden über 10.000 Leute aufgehangen. Durch den Namen, das werden wir gleich nochmal sagen, merkt euch den Namen, Istiklal Mahkemeleri. Die Istiklal-Gerichte, Istiklal-Mahkemeleri. Sie wurden 26 gegründet. Es gab ein Jeep und ein Auto, das ist hinterhergefahren. Das Jeep ist in ein Dorf gekommen, hat einen Tisch aufgebaut aus Holz. Da haben sich 2 Richter hingestellt und man sagt im Türkischen Kalem kırdılar. Haben den Typen genommen, die wissen gar nicht, wer das ist, der hat einen Turban und einen Bart. Kalem kırdılar. Kalem kırmak, also wenn sie einen Stift in der Mitte durchgebrochen haben, hieß das aufgehangen. Und es gab keine Befolgung diesen Gesetzen. Allein 10.000 Leute wurden in Konya aufgehangen. Und einer davon in Erzurum ist Erzurumlu Ibrahim Hakkı Efendi. Er sollte aufgehangen werden, weil er sich gegen das Hut-Gesetz gestellt hat und hat gesagt, es ist eine Sunna und eine Pflicht für die Muslime, den Turban zu tragen. Als die Istiklal-Mahkemeleri, das Istiklal-Gerichte, die richtigen, Salim ist kein Begriff dafür, nach Erzurum kamen, haben sie gesagt, wo ist Ibrahim Hakkı Efendi? Ibrahim Hakkı Efendi ist tot. Wo habt ihr ihn begraben? Da und da. Sie sind zu seinem Grab gegangen, er ist erst vor einigen Tagen gestorben. Sie haben ihn aus dem Grab rausgeholt, haben ihn auf seinen Turban aufgehangen und haben ihn die Krawatte umgebunden und den Zylinder aufgehangen. Das ist keine Märchen, Leute. Die Leute, die noch aus der Zeit leben, sind kaum, aber dessen Kinder sind noch da. Wenn ihr in diese Regionen fahrt und ihr erkundet euch mal selber, dann werdet ihr diese Geschichten hören. Die Moscheen wurden in Museen oder Warendepots oder Pferdeställe verwandelt. Es gab Moscheen, die haben sie in Pferdestall verwandelt. Ich habe mir früher gedacht, als ich das gehört habe, ja, okay, Kemal Atatürk hat schon viele Sachen gegen den Islam gemacht, aber das hat er bestimmt nicht gemacht. Hat er gemacht. Er hat Moscheen in Pferdeställe verwandelt und Knast verwandelt. Vor Warendepots. Inshallah werdet ihr das hinten sehen. Ein Versuch wurde vorgenommen, bei täglichen 5 Gebeten die Koranrezitation zu unterbinden. Jedoch später wurde es aufgehoben. Und er wollte den Koran auf Türkisch haben. Einen türkischen Koran. Und dieser türkische Koran sollte nur noch in den Gebeten rezitiert werden. Man sollte kein Elhamdülillah Rabbil Alemin mehr sagen, man sollte sagen, Şükür alemleri Rabbi Allah'a mahsustur. Alemleri Rabbi Allah değil, also sie haben niemals Allah gesagt, die haben gesagt, Tanrı'ya mahsustur. Weil die wollten das Name Allah nicht mehr haben. Deswegen haben sie gesagt, Tanrı. Solche Zeiten hat der Boden der Türkei erlebt. Und heute stützen sie sich immer noch auf diesen Mann. Der Mekki, so tot ist er nicht. Ja, manche religiöse Verbote wurden als erlaubt angesehen und deren Verkauf wurde erlaubt, wie Alkohol und Schweinezucht. Der Gesandte Allahs wurde beleidigt, indem gepflegt wurde zu sagen, wieder ein Spruch, man hat gesagt, unsere Ahnen
Atalar, Orus und Genghis Khan sind dem Großvater des Hussein gleichwertig. Inshallah, zu anderen gegebenen Zeiten, oder wenn ihr das mal bemüht, könnt ihr sogar die Quellenangaben für diese Sachen mal selbst recherchieren. Während mancher Vergnügungen und Fröhlichkeiten, sowie selbst in dem Parlament, wurde stolz bekannt gegeben, die Religions- und die arabische Sprache verbrannt zu haben. Anfangs wurde den Kommunisten erlaubt, sich zu organisieren. Am Anfang wurde wieder den Kommunisten erlaubt, ihre Ideen zu verbreiten und zu veröffentlichen. Einst wurden die Dorfschulen mit Lehrern kommunistischer Gesinnung voll besetzt. Der Feiertag wurde von Freitag auf Sonntag verlegt. Ist doch schön, oder? Für Christen und Juden in der Türkei. Der Sonntag ist frei für die Christen, der Samstag ist zur Hälfte frei für die Juden und die Muslime haben den Freitag nicht frei. Geschweige denn den freien ganzen Tag, die bekommen niemals 2 Stunden frei für das Freitagsgebet. Und es ist heute noch so. Es ist ja immer dieses Kopftuchgespräch in der Türkei. Da hat ein ungläubiger kemalistischer Professor aus der Universität in Istanbul gesagt, heute wollen sie von uns, dass wir ihnen das Kopftuch erlauben und morgen wollen sie bestimmt, dass wir ihnen das Freitagsgebet erlauben. Natürlich. Wir wollen sogar das Kalifat und die Scharia zurück. Und diejenigen, die das nicht wollen, raus aus diesem Land. Sollen sie zu den Leuten gehen, die dieses... Ich steigere mich da auf jeden Fall jetzt nicht rein, weil wir auf dem Boden bleiben wollen. Der islamische Kalender wurde in den christlichen Kalender verwandelt. Der islamische Kalender wurde in das christliche Kalender, beziehungsweise in den gregorianischen Kalender verwandelt. Die Scharia wurde komplett abgeschafft. Unbedeckte und halbnackte Frauen hat man vor den Augen der Leute tanzen lassen. Unsere Frauen hat man vor den Leuten tanzen lassen. Hat Atatürk tanzen lassen. Vor den Leuten provokativ. Man kleidete das Volk genau wie im Westen. Miniröcke etc. Beim Schwimmen in öffentlichen Seen und auf den Spielplätzen wurden die Schamteile bei Mann und Frau entblößt. Die Frauen und Mädchen wurden beauftragt, sich an den Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Bitte merkt euch den Namen Keriman Halis. Keriman Halis. Eine Frau, die sich bei dem Schönheitswettbewerb in Europa beworben hat und die schönste Frau gekrönt worden ist. Und dazu möchte ich euch eine Anekdote erzählen. Vergesst das nicht und erzählt diese weiter. Es gab eine Jury von diesem Schönheitswettbewerb. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, wo das war. Ich glaube, das war in England gewesen. Allahu Alam. Aber auf jeden Fall, wir sprechen von dem Jahr 1932. Die Jury sagt, es gab viele Frauen und dies und das aus allen Ländern und sie haben die türkische Frau gewählt. Zur schönsten Frau, Keriman Halis. Im Hintergrund seht ihr sie. Auf jeden Fall, die Jury sagt, einer von der Jury sagt, die Frau ist hässlich. Warum habt ihr die gewählt? Wie kann diese Frau gewinnen? Und diese Antwort von der Jury ist ganz interessant. Merkt euch das. Sie nicht, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft, die Enkelkinder von Fatih Sultan Mehmed, wir haben es geschafft, die Kinder von Abdul Hamid, wir haben es geschafft, die Enkelkinder von Kanuni Sultan al-Suleiman, wir haben es geschafft, die Kinder der islamischen Gesellschaft vor der christlichen Gesellschaft nackig hinzustellen und sie nackig vor uns zu präsentieren. Natürlich haben wir gewonnen und deswegen präsentieren wir sie als schönste Frau. Ich glaube, es gibt einen Spruch, Söyleyene değil, söylenene bak. Guck nicht, wer was sagt, guck, was gesagt wird. Bezüglich der Verzierung der Häuser, Ämter, Grabmäler und öffentlichen Plätzen mit Bildern und Statuen ähnelte man den Nichtmuslimen. Heute sagt man immer, Atatürk, der ist so gut, der hat die Feinde ins Meer geworfen, der hat unser Land gerettet, der hat gegen die Griechen gekämpft. Achi,
Guckt da das Grab von Atatürk an. Das sieht aus wie das Gebäude von Athen. Euer Retter, in Anführungsstrichen, hat das Grabmal wie die Symbol von Athen, euer Feind. Interessant. Die Gewissensfreiheit wurde verboten, die Pressefreiheit wurde verboten, Religionsfreiheit wurde verboten, Kurden und Aleviten wurden verfolgt. Kurdisch wurde erst vor 10 Jahren erlaubt in der Türkei. Man durfte kein Kurdisch sprechen. Das kurdische Gebiet hat kein Essen bekommen, nichts vom Staat. Warum? Weil sie sich Kemal Atatürk widersetzt haben. Warum haben sie sich Kemal Atatürk widersetzt? Weil als Atatürk in der Provinz, Kurdistan-Provinz, in der Türkei, Soldaten gesammelt hat, um für das Kalifat zu kämpfen, wie er denn die Leute angelogen hat, haben die Leute in Kurdistan nicht als Land, sondern als Gebiet Kurdistan. Okay, das verwechseln immer viele. Es gab immer ein Kurdistan, aber es gab niemals ein Kurdistan als Land, Staat. Gab es nicht. Nein, es gab immer als Territorium Kurdistan. Auch im osmanischen Parlament gab es Kurdistan, Milletvekilleri. Aber das ist kein Staat wie heute, das nicht miteinander Dings machen. Und als die Aşiret-Reisleri, als die Führer der Stämme von Kurdistan zu Atatürk, er hat sie gerufen, hat gesagt, schick mir Soldaten, ich möchte gegen den Feind kämpfen. Und da haben sie gesagt, wir kämpfen nur unter der Voraussetzung, wenn du den Kalifen, das Kalifat und die Scharia beschützt. Hat er gesagt, auf jeden Fall. Um Verbindungen mit den Kurden aufzubauen, wollte sogar Atatürk, in Yozgat, in Ankara kam das vor, mehrmals mit Kurden heiraten, um eine Beziehung, ein Akrabalik aufzubauen, aber die Stammesführer haben das widersagt. Und als dann Atatürk den Krieg in Anführungsstrichen gewonnen hat und dann sein wahres Gesicht gezeigt hat, Kalifat abgeschafft, also 180 Grad das Gegenteil, es geht nur, normalerweise würde ich mehr sagen das Gegenteil, aber es geht nur 180 Grad, dann haben sich die Kurden widersetzt. Im Namen des Islams, nicht wie die PKK sagt heute im Namen der PKK. Jeder nutzt irgendwas aus. Die Türken sagen, der Kampf von die Jahre 1920 war ein türkischer Kampf, das war ein islamischer Kampf gewesen. Und die Leute, die sagen, die kurdischen Aufstände waren nationale Aufstände, das waren keine nationale Aufstände, das waren islamische Aufstände gewesen. An erster Stelle Sheikh Said radiallahu anhu. Und daraufhin hat Atatürk gesagt, ihr bekommt kein Geld. Nie. Keine Unterstützung, nichts. Und eure Sprache bleibt verboten. Bis 2003. Jetzt würden die sagen, guck mal, die Kurden. In Konya gab es auch kein Geld. Konya hat erst das erste Mal staatliche Unterstützung ab 1975 bekommen. Weil Konya islamisch geprägt ist. Und in Konya leben keine Kurden. Also, flächendeckend meine ich jetzt. Und er hat die Aleviten vergast. Die Aleviten vergast. In Dersim. Der Originalname ist Dersim. Atatürk hat den Namen umgeändert. Das ist Tunceli. 40.000 Aleviten wurden vergast. 40.000 Aleviten wurden vergast. Und heute wählen die Aleviten Atatürk und CHP. Und wir fragen uns, wann Menschen hirntot sind. Und was noch interessanter ist, merkt euch das, denn wir werden noch ein bisschen aktuell, heute wird in der Türkei, in Istanbul, die dritte Brücke gebaut. Oder die Vorbereitungen werden dafür getroffen. Und es ist Streit, wie soll die Brücke heißen? Das Parlament hat gesagt, wir nennen die Brücke Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Erster Kalif des Osmanischen Reiches. Hat ein paar Schiiten beseitigt. Darauf haben die Aleviten in der Türkei einen Aufstand gemacht. Vor 1-2 Monaten. Wie kannst du einen den Namen geben und der Brücke geben, der Yavuz Sultan Selim heißt? Yavuz Sultan Selim hat doch die Alevitenpaare beseitigt und so. Okay. Ob das stimmt oder stimmt, ist eine andere Frage. Kennt ihr den Flughafen Sabiha Gökçen? Sabiha Gökçen ist eine Aramäerin, die 1935 Dersim bombardiert hat. Sabiha Gökçen hat dann mal gesagt, es ist die angenommene Tochter von Atatürk. Ist auch so, Sabiha Gökçen, ganz wichtiger Name. Hat einen eigenen Flughafennamen in der Türkei. Es gibt in Istanbul 2 Atatürk-Flughafen und Sabiha Gökçen. Eins ist im Westen, eins auf der europäischen, eins auf der Asiatik, kennt ihr ja. Und als Sabiha Gökçen der Name bekommen hat, wo waren die Aleviten gewesen? Warum haben sie nicht gesagt, diese Frau hat 40.000 Aleviten bombardiert von der Luft? Wenn ihr was macht, egal was ihr macht, bitte macht es ernst. Die Grabstätten wurden aufgehoben, um auf deren Stelle Wohnhäuser zu bauen. Jetzt werden bestimmt einige salafistische Brüder sagen, ja, Grabstätten ist Schirk.
Leute, Grabstätten, wenn sie angebetet werden, ist natürlich Schirk. Das Handy ist sogar Schirk, wenn du das anbetest. Das ist aber deine Sache. Du kannst mit einem Messer einen Menschen operieren, du kannst mit einem Messer auch einen Menschen töten. Aber die Schuld liegt nicht beim Messer. Und die Schuld liegt nicht beim Grab. Gräber sind immer Orte, wo ihr euch an euch erinnert. Wenn ihr Gräber seht, sagt ihr, da lag mein Opa, hier lag mein Opa, hier lag meine Oma, hier lag mein Vorfahre. Aber Atatürk hat das komplett aufgehoben, damit wir auf unsere Vorfahren nicht mehr zurückgreifen können. Letztens hat im türkischen Fernsehen jemand gesagt, Leute, zeigt mir mal ein Volk auf dieser Welt. Merkt euch das, zeigt mir mal ein Volk auf dieser Welt, dessen Enkelkinder die Grabsteine ihrer Opas nicht mehr lesen können. Guckt euch Japan an. Bringt einen Japaner und zeigt ihm mal eine 3000 Jahre alte japanische Schrift. Der wird euch das lesen können. Bringt euch mal einen Türken und ich zeige euch meine 70 Jahre alte Schrift. Ihr könnt die Grabsteine eurer Opas nicht lesen. Und was ist das für ein Produkt? Atatürk. Warum? Damit ihr eure Verbindung zu euren wahren Ahnen, Atalar, zu eurem Osmanen, Umayyaden, Abbasiten oder 4 Kalifen, spielt ja keine Rolle, zu eurem Islam. Ja, richtig. Die Vergangenheit wurde verflucht im kemalistischen Regime. Man hat die Vergangenheit bis Anfang der 90er verflucht. Abdul Hamid Han ist ein sehr großer Sultan und Kalif des Osmanischen Reiches. Er hat das Osmanische Reich um 33 Jahre länger behalten. So ein Abdul Hamid Han. Sogar die Araber in Palästina nennen ihre Kinder Abdul Hamid. Und erst 1905 wurde er mit Gewalt abgetreten. Hatta, das Osmanische Reich war bis hierhin mit Schulden, Milliarden unbezahlbare Schulden. Die Juden kamen zu ihm mit Theodor Herzegel nach Istanbul und haben zu ihm gesagt, 3-4 Mal kamen sie zu das Amt des Kalifats und haben gesagt, oh mein Sultan, verkaufe uns das Territorium von Palästina nur und ich werde euch die ganzen Schulden bezahlen des Osmanischen Reiches. Was hätten wir zu so einem Angebot wohl gemacht? Er will euch alle Schulden bezahlen. Ihr müsst nur Palästina verkaufen. So ein Gebiet wie, ich will nicht übertreiben, Halbhessen. Und die begleichen euch Schulden so groß wie, ich will jetzt auch nicht wieder lügen, so 3-mal so groß wie Europa. 99,99% hätten eingewilligt. Was hat Sultan Abdul Hamid Khan gesagt? Er hat sie 3-mal von seinem Amt rausgeschmissen und hat gesagt, das Territorium, was mit dem Blut meiner Umma gekauft worden ist, werde ich nicht mit Geld verkaufen. Und daraufhin haben sie 1909 ihn durch Ittihad ve Terakki Gruppierungen, Terroristen, die dann später JHP hießen, Kemalisten, abgesetzt. Und der wurde verflucht in den türkischen Schulen. Sogar 1980, habe ich vorgestern im Fernsehen gehört, bis 1980 durftest du über Abdul Hamid in der Schule nicht positiv reden. Oder die Jungtürkenbewegung in der Türkei, die dann letztlich zum Sturz des osmanischen Systems geführt hat. Eindeutig ein Wirkungsergebnis der Freimaurerei. Dazu müssen Sie wissen, dass neben London, neben Paris, eine der wichtigsten Städte des Weltfreimaurertums Istanbul ist. In Istanbul ist sozusagen für den gesamten Vorderen Orient und für den gesamten arabischen Raum das Zentrum der Freimaurerei eingerichtet. Kemal Atatürk, vormals Kemal Pascha, war selber Freimaurer, hat übrigens auch noch eine interessante Herkunft von seiner Mutter, das will ich Ihnen bei der Gelegenheit einmal einflechten, das hat jetzt nicht direkt etwas mit der Freimaurerei zu tun, aber mit der sogenannten jungtürkischen Bewegung, die sehr stark auch nicht nur von Freimaurern dominiert war, sondern auch von Dönme-Familien. Dönme-Familien sind also Familien, die unter den Sultanen gezwungen wurden, ihren jüdischen Glauben abzulegen, aber in Wahrheit hat man ihnen gestattet, in ihren sogenannten Moscheen, die nach außen als Moscheen erkennbar waren, aber im Inneren weiterhin den hebräischen und mosaischen Kult weiterpflegen zu dürfen. Das ist also das, was man an Maranen in Spanien seinerzeit hatte. Aber das wurde hier offiziell vom Osmanischen Reich und vom Sultan, der ja in der Nachfolge des Kalifen stand, toleriert.
Und diese Dömme-Familien, die insbesondere im Raum Thessaloniki, das heißt aus dem Balkan, sehr, sehr stark vertreten waren, haben einen unglaublichen Einfluss über die Freimaurerei dann auch und nach der Revolution der Jungtürken zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die türkische Politik genommen. Und der ganze türkische Laizismus ist in Wahrheit auf diesen Freimaurereinfluss zurückzuführen. Mord, Verbrechen und Vergewaltigung durch die Kemalisten folgten aufeinander. Die Gläubigen wurden eingesperrt und aufgehangen. Sie führten ihre täglichen Angelegenheiten im Kontext. Zum Schluss, sie führten ihre täglichen Angelegenheiten nicht mehr nach dem Islam entsprechend, sondern nach den Gesetzen der Kuffar und Gottlosigkeit. Auf diese Weise fielen die Kemalisten und die Ähnlichen, die diesen Kemalisten folgen, in den Umfangsbereich des Verses 44 der Sure Maide, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Diejenigen, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, das sind die wahrhaftigen Ungläubigen. Ich habe diese Notiz aus mehreren Sachen genommen, hauptsächlich aus der Zeitung Muhafaza Kar, die in den 60er Jahren gedruckt worden ist. Zu diesen Stichpunkten könnt ihr euch beliebige Quellenangaben überall in Büchern und im Internet, Alhamdulillah, heutzutage angucken. Aktualisiert das Thema, sagt den Leuten, was Kemal Atatürk für ein Mann ist, aber bitte tut mir den Gefallen und den Islam den Gefallen und fallt nicht in die Schiene der Beleidigung, weil im Islam gibt es keine Beleidigung. Wir bleiben normal, wir bleiben auf den Füßen und bleiben wie sagt man, auf Fakten. Wir übermitteln den Leuten nur Fakten. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون